Das ist die schwierigste Temu-Bestellung, die wir jemals bestellt haben. So, und weil ich jetzt mit dem Paket auf sich hat, genau, das zeigen wir euch jetzt hier in dem Video, weil das ist ja für jetzt gleich im Live viel zu schwierig. Deswegen, das ist die schwierigste Temu-Bestellung, die wir jemals bestellt haben. Ich wollte die ganze Zeit mal gucken, ob wir hier überhaupt ein Gewicht drauf haben. Wir sind bei 27,93 Kilo. Genau, also wir haben knapp 30 Kilo. Und das haben wir bei Temu bestellt. Und weil wir euch ja mal versprochen haben, dass wir alles bei Temu bestellen, ist das jetzt hier ein Möbeltisch. Das ist richtig. Ein Möbeltisch. Das ist ein neuer Tisch. Ein Möbel, also ein Tisch. 30 Kilo. Also, wie gesagt, Freunde, den bauen wir jetzt schnell auf, weil das ist im Livestream ja ein bisschen schwierig. Und deswegen haben wir das jetzt hier schon vorproduziert. Muss man eben gucken, ob in den hier, weil manchmal ist es cooler, wenn man das in der Breite hochnehmen kann, als wenn man das an der Seite aufmacht. Und dann ploppt da immer alles raus. So, machen wir mal hier. Jawohl. So. Zaga. Zaga. Alles klar. So, wir können schon mal wieder feststellen, Freunde der Sonne, dass das hier alles wahnsinnig gut verpackt ist. So, ich denke, das kann man hier ganz gut sehen. Wir haben also hier auf den Seiten, guck mal, richtig schöne dicke Schober. Ne? Vernünftiges Pappmaché. Das finde ich schon mal wieder super, damit hier an den Kanten überhaupt nichts passiert. Hier ist genau das gleiche. Ein so ein Ding, noch so ein Ding. So, und dann haben wir hier die beiden Seiten schon wunderschön eingepackt gehabt. Und dann ist der ganze Tisch jetzt hier drin eingeschweißt. Und der ist echt schwierig. So, alles klar, guck mal. So, und dann können wir hier schon mal sagen, also von vorne, ich drehe euch den einmal rum. Und hier kann man auch sehen, guck mal, alles wirklich super eingepackt. Hier ist nichts bestoßen. Da sage ich dir ganz ehrlich, die Bella und ich, wir haben schon in Möbelhäusern bestellt und da haben wir mehr bezahlt, als das Ding hier gekostet hat. Ja. Und da konntest du anschließend sagen, super, kannst du wieder mitnehmen, kannst du nochmal versuchen. Also das hier, muss ich wirklich sagen, ist großartig, ne? Weil wir haben hier, wie gesagt, überall viele Kanten. Hier ist nicht der Hauch von, im Gegenteil. Das ist wirklich großartig, muss ich wirklich sagen. Also, Unboxing-Messer. Und dann, und jetzt, ne? Nein, Quatsch, ich bin vorsichtig. Das wäre jetzt, ne? Genau, eine schöne Naht. So, was haben wir hier bestellt, habe ich schon gesagt, ne? Genau, also das ist ein neuer Esstisch. Ist richtig, das ist ein neuer Esstisch. Also falls ihr euch wundert, ich bin heute nur dazu. Ja, die Bella sieht heute einfach nur gut aus wie immer. Ja, genau. Und die habe ich extra an eine Seite gesetzt, damit die uns hier nicht wieder den Fokus kaputt macht, ne? Also die scharfe Bella muss heute mal am Seitenstreifen Vorlieb nehmen. Also auch hier, ne? Ihr könnt das alle sehen. Also das ist wirklich alles toll und sauber. Und dann ist auch hier, wo das ausgesägt ist. Es ist ja wirklich alles wunderbar gemacht. Muss ich wirklich sagen. Also, wir haben einen neuen Esstisch in einer, ach guck mal, das ist ja auch süß. Hier sind direkt so Aufkleber mit bei. Da sind 3, 6, 9 kreisrunde Aufkleber. Ich gehe mal davon aus, ja, ich gehe mal davon aus. So, guck mal hier, damit ihr das auch seht, mache ich das für euch einmal ab. Genau, da. Ach, also, da sind so kreisrunde, richtig. Und wenn dann hinterher die Plastiknuppis da drauf kommen, dann haben wir direkt in der gleichen Optik wie hier dieser Betontisch, die Dinger. Und wenn ihr das Netz abzieht, haben wir hier die runden Aufkleber. Und da kann man dann hinterher schön die ganzen Plastikmoppis mit kaschieren. Richtig, das finde ich auch wieder super. Ich weiß nicht, ob das heutzutage Standard ist. Haben wir damals nicht gehabt. Also haben wir damals nicht gehabt. Da hast du die weiße Kappe, die schwarze Kappe. Wenn du Glück hattest, war mal eine Kappe in der Farbe, was du gekauft hast. Hast du drauf gebatscht. Und dann war es schön. Aber also das sieht aus wie die Füße, ne? Ich kann es dir nicht sagen. Aber Fakt ist, wie gesagt, das ist wirklich hier komplett alles. Hier ist nirgendwo was dran. Hier ist wirklich nirgendwo was dran. Ist schon fast traurig, dass man sich darüber heutzutage freuen muss. Also, so, dann haben wir unser Schraubequipment. Und jetzt haben wir hier weitere Bretter. Das sieht nach Arbeit aus. Ja, irgendwie schon, ne? Das geht doch nicht. Junge, Freunde, ich glaube, ich gebe schon mal nach hinten, ey. So, halt klar. Zack. Mal gegenchecken. So, wer sich jetzt natürlich wundert und sagt, Robby, was hast du denn da für einen Tisch geholt? Was soll das denn sein? Du hast doch gesagt, ein großer. Ja, damit die das natürlich verschicken können, ist hier die Arbeitsplatte dreigeteilt. So, das bedeutet, wir haben hinterher einen Tisch von 1,40 Meter, ne? 1,20 Meter, was haben wir denn jetzt genommen? 1,40 Meter, 1,20 Meter. So, genau, da kommen nämlich dann
die 3 aneinander und dann hat man wie bei einem hochwertigen Parkett, wie wir den ja hier unten auch haben, wo man so diese Fugen hat, hast du dann hier im Tisch praktisch auch diese minimale Fuge. Die Bella hatte mich einmal gefragt, ob mich das stört. Habe ich gesagt, nee. Dich? Sie müssen nicht antworten. Mhm. Nö. Auch nicht, ne? So, Bin ich, ne? also von der Bedienungsanleitung ist eigentlich auch ganz klassisch. Wir bauen uns jetzt hier so einen Rahmen. Ne? Da ist so ein Rahmen. Und dann kommen da anschließend die Platten drauf. Und dann kommen die Tischbeine. Okay, die Tischbeine werden dann auch hier. Die Tischbeine werden also über sowas hier gelöst. Ne? Da kommen so 2 aneinander. Das können wir uns hier nochmal ansehen. Das sehen wir hier unten auf dem Bild. Ne? Da. Die Tischbeine kommen dann so über Eck. Aber wir können euch jetzt schon mal sagen, da sehen wir auch nochmal, wie der Tisch dann gestaltet wird. Das ist das Einzige. So, der Tisch hat gekostet keine 80 Euro. Genau. Und wie geil das ist, das werden wir jetzt sehen. Deswegen bauen wir den jetzt auf und dann gucken wir uns an, was am Ende dabei rumkommt. Fakt ist, 80 Euro bzw. 78 Euro ein paar zerquetschte ist schon eine Ansage, ne? Finde ich schon. Und vor allem ist das Ding heile hier angekommen. Also in diesem Sinne ist das schon mal großartig. Alles klar. Los geht's! Der geht zum Rand weg, genau. Wir brauchen den, der zum Rand hier hoch geht. Und dann kommen hier oben wieder die beiden Dinger. Okay, da muss man wirklich drauf achten. Man ist nicht gewohnt, dass man hier wie bei Lego eine Anleitung hat, wo wirklich jeder einzelne Schritt erklärt wird. Man ist ja gewohnt, dass die Schritte ein bisschen fortlaufender sind. Aber also da kann man schon mal sagen, die Anleitung hier ist für Doofe. Ich war jetzt... Ja, ich kann nicht richtig reden. Oh Mensch! Also, ne, ich wollte jetzt sagen, ich war nicht zu doof, ich war zu schlau dafür. Also selbstverständlich, weil ich bin gewohnt, dass wir hier eine Anleitung haben wie bei uns. Aber hier wird wirklich jede einzelne Schraube, jeder Handgriff mit dem Schraubendreher, jedes Reindrücken eines Dübels wird hier erklärt. Und dann ist auf der anderen Seite das fertige Stück. Ja, und dann ist das fertige Stück. Und dann geht es weiter und dann bist du ein bisschen irritiert. Okay, da bist so. du ein bisschen Das verstehe ich nicht. Das bedeutet, wir haben jetzt hier, den legen wir eben hier an die Seite, weil den gleichen müssen wir jetzt hier nochmal machen. Das bedeutet, hier ist wieder der Dübel und dann nochmal die beiden Dinger. Denn dann habe ich beide schon fertig und dann kommt das Ding dazwischen. Genau. Das ist praktisch dann die, ist das jetzt die Länge oder was, ne? Immer hier schön auf so eine Ecke. Warte. Da könnte man rein theoretisch auch ein Buch nehmen und vorsichtig mit dem Hämmerchen. Das ist richtig. Damit du nicht hier die ganzen Hände wegtust. Ja, der ein oder andere, der das jetzt hier nicht so mag, das ist richtig, ne? Der kann sich natürlich was nehmen und schont dann seine Hand. Aber ich kann dann heute Abend wieder rumjammern. So, ich wollte auch einmal hier. Ich kann dann heute Abend wieder rumjammern und dann kann ich mir vor Bella wieder ein bisschen Jetzt kann ich wieder sagen, ich habe geholfen. die Hand verpflegen lassen. Ne? Guck mal, ist ja hier die Dinger, da kannst du ja, zack, guck mal, zack, 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 zack. Guck mal, die sind so schön verdichtet. Den könnt ihr also wirklich super nehmen. Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist daneben hauen, das ist richtig. So, ansonsten klappt das super, siehst du ja, ne? Wenn du da nicht daneben haust, dann hast du alles schön geschützt. Und dann läuft das. Und jetzt haben wir hier nur Die ganzen Nuppis. die ganzen Nuppis. Willst du auf deiner Seite welche reinmachen?
Weiß ich nicht, muss das? Oh, nee. Guck mal, jetzt sieht das schon fast aus, als wenn zu wenig Ja, wäre. ist richtig. Der Der letzte. letzte. Ja. Der letzte. Besser als Ikea. Und hier tatsächlich auch. Die beiden letzten. Stimmt also, schau mal. Fehlt nichts, ist aber auch nichts zu viel. Also, die um die Beine zu montieren, die würde ich in der Innenseite noch nicht reinmachen, weil das verhaspelt sich ein bisschen. Wir können also besser erst die Beine reinmachen mit den Schrauben und setzt dann die Ankerpunkte hinterher. Dann kommt ihr mit den Schrauben besser rein. Den müssen wir nochmal auseinanderbauen. Genau, guck mal, darauf müsst ihr achten. Richtig, hier hat der Rob nämlich ein Element verdreht. Denn normalerweise ist die Tischunterseite hier behandelt. So, da haben wir einmal nicht geguckt. Hier bei den beiden haben wir Gott sei Dank richtig gemacht, bei den beiden haben wir falsch gemacht. Bedeutet, die müssen wir noch einmal voneinander tauschen. Das ist richtig. Wenn wir den Tisch gleich stehen haben, also wir alle kennen Poco etc., wo wir wahrscheinlich alle mal gerne hingegangen sind, wenn wir nicht ganz so viel Geld ausgeben wollten für, weiß ich nicht, Kinderzimmer oder Stube, übergangsweise, whatever. Aber Fakt ist, wenn man da jetzt mittlerweile hingeht, kriegst du genau das Gleiche. Das Problem ist nur, das kostet Dreifache. Ja, so sieht's doch mal aus, Freunde. Da fangen die mittlerweile ab. Das kostet Dreifache. 150, 180 Euro erstmal an. Ja, zumindest das Doppelte. Also, Ja. zumindest das Doppelte. Ja. Ne? Das steht außer Frage. Für 78 Euro kriegst du da keinen Tisch mehr. Nee. Da kriegst du Nee, kaum da noch, kriegst du keinen kriegst du mehr. kaum noch einen Wohnzimmertisch. Selbst für die Dinger, die damals da irgendwie 15 Euro gekostet haben, wollen sie jetzt schon 39 Euro haben. Das ist auch der Wahnsinn. So, Wir kommen zum Ende. plus, das ist heutzutage eh nur noch alles Presssparen. Das ist ja massiv, Holz kauft ja gar keiner mehr. Aber manche Institutionen wollen wirklich Geld haben, als wäre das noch der Fall. Da muss man nicht mitmachen. So, und genau deswegen haben Bella und ich gesagt, jetzt gucken wir mal, was hier so los ist und vor allem ein Möbelstück darbestellen. Das ist ja auch mal mega interessant. Richtig? So. Wirklich ein Möbelstück. Keine Deko, sondern Nee, ein so. kleines Möbelstück. Ne? So richtig hier, ein richtiger Esstisch, ne? Mhm. So. Ui, ist mir warm. Ui. So. Ui, ui. Schrauben. So, und jetzt zeige ich euch das natürlich noch einmal im Nahen. Das bedeutet, Freunde, so, wir haben jetzt hier überall, zack, guck mal, so, da ist alles mehrfach abgesichert und das erstreckt sich jetzt hier um den ganzen Rahmen drumherum, ne? Also das ist wirklich alles bombefest. So, da geht ja logischerweise auf beiden Seiten und auch die Seite hier, wo Bella gesessen hat, da, alles wunderbar fest. Also da gibt es wirklich gar nichts zu mäkeln. Und wie gesagt, hier ist jetzt die Tischbeine auch vernünftig beschichtet, ne? Damit die natürlich gegen Feuchtigkeit abgesperrt sind, aber nochmal, da machen wir uns irgendwie was drauf. So, dann drehen wir den Tisch jetzt mal rum. Optik kann man jetzt hier natürlich auch nochmal ganz gut sehen. Beton, ne? Beton ist das. Beton. Gewischter Beton, ist alles schön. Grauer gewischter Beton. Grauer gewischter Beton. Großartig. Freust du dich? Ja. Mega. Warum? Und jetzt müssen wir hier hoch, ohne die Füße. Anheben, anheben und jetzt rumstellen. So, alles klar. Bam. Ja, da ist er, Freunde, ne? Da ist er. Zack. Kann man also nichts sagen. Da ist der Tisch hier. Mal kurz hier ein anderes Licht. So. Das sieht ja schön aus, oder? Schöne Optik. Vor allem groß. So, der passt ja wunderbar da jetzt an der Wand. Einmal Richtig? hier den Weg frei. Mega. So, dann stellen wir das Ding mal vorsichtig rüber.
Teddy ist total erschlagen, ist wichtig. So. Da ist der Tisch hier. Jetzt sieht man das nochmal im Ganzen. Wie gesagt, ich finde es super. Ich finde es wirklich super. Auch hier, das war da die, wie heißt denn das? Die sind ja schön gleichmäßig, logischerweise. Da haben wir die kleine Schlitzkante, da haben wir die kleine Schlitzkante, da haben wir die kleine Schlitzkante. Aber dadurch, dass das halt alles symmetrisch ist, habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Und durch diese Betonoptik finde ich das auch sehr schön. Ne? Ja. Also alles in allem, Freunde, wirklich. Auch hier mit den Akzenten, ne? Das sieht halt wirklich so aus wie auf der Baustelle, sag ich mal. Ne? Als hätte da einer ordentlich mit einem Quast Hackengras gegeben. Finde ich diesen Tisch wirklich wunderschön. Das hat alles wunderbar funktioniert und wie gesagt, jetzt hat man hier wieder ein bisschen mehr Platz als vorher, was großartig ist. So, ja, ist richtig. Zack, Belastungstest muss auch sein. So, dann muss ein Tisch abkönnen. Also in diesem Sinne, die Bella kommt einmal ganz kurz im Bild. Dann sagen wir für heute, großartig. Der Temo-Tisch hat funktioniert. Gut, die Bella müssen wir jetzt nicht auch noch, der Rob wiegt mit seinen 90 Kilo genug. Fakt ist, ich sitze noch hier auf dem Tisch. Das ist also großartig. Also wir können wirklich als Abschlussfazit festhalten, ein Tisch für unter 80 €, der hervorragend ankommt, super geschützt ist, sich leicht aufbauen lässt, die Anleitung wirklich großartig war, muss man wirklich sagen, genau wie bei Lego. Also jeder Schritt wird hervorragend erklärt, jede einzelne Schraube wird erklärt. Den einen oder anderen Erfahrenen wird das vielleicht stören, der könnte die Anleitung natürlich auch an die Seite legen. Ich habe Angst vor Ärger gekriegt, deswegen habe ich mich explizit an die Anleitung gehalten, damit alles richtig abläuft. So, wie gesagt, super, 10 von 10. Mir gefällt der Tisch wirklich sehr und nochmal, ich sitze hier mit Poppes drauf, also ihr seht, das Ding ist also wirklich auch stabil. Das hält, was es soll. Und wer sitzt da schon mit Poppes drauf? Keiner, richtig. Also, aber das wollte ich auch einmal wissen, weil wer das Ding jetzt zusammengekracht hätte, ich euch sagen können, lasst da lieber die Finger weg. Das heißt, die kann gerne einen Herzinfarkt kriegen, aber wir sind ja dafür da, euch zu sagen, das hier lohnt sich. Das bedeutet, wer einen Tisch haben will und nicht groß was anderes haben will, bei Temo auch. wie im Möbelhaus und kein Problem damit hat, dass halt die Tischplatte jetzt dreigeteilt ist. Das ist natürlich logistisch aus dem Grunde, dass der Karton etwas einfacher zu transportieren und zu verschicken ist. Wenn das also nicht stört und stört das nicht, ist das großartig. Von daher, super. Freunde, wisst ihr Bescheid. Jetzt? Temu, Möbel, kannst du machen. Genau. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Euer ciao. Robby und die. Bella. Ist richtig. Ciao. Tschüss. Hättet ihr das mal gegessen? Wollen wir erstmal kurz auf, Nicht dann und dann wird gegessen, mein Schatz. Ne? Also man muss ja Licht Man kann genau. nichts anderes kann man auch machen. Ja, ist gut. Dann kann man Da wird nicht Make-up. So ist schön. Ah. Oh. Oh. Oh, der Rainer kann einmal. Das ist schön. Das brauchen wir jetzt Das ist nicht. schön. Okay. Das ist schön.